Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge auf dem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir sind in absoluten Bedingungen. Alleine nur Nils ist noch hier irgendwo. Es ist richtig am Feuern, stürmisch, windig, riesengroße Wellen, wie wir uns in diese Situation hier gebracht haben. Das erkläre ich euch jetzt. Yes. Like that long. In Mareta, dem Stadtstrand von Zagreb, den ich heute auch mal nennen kann, weil es ein absolut bekannter Strand ist, kein Secret Spot. Ein Strand, an dem im Sommer so gut wie gar keine Wellen sind, einer, bei dem man richtig gut lernen kann. In der Regel sind die Wellen auch hier kleiner, außer an, ja, nicht ganz so häufigen Tagen wie heute. Und zwar sind wir hier im Februar, der gleiche Spell, den ich an einem anderen Spot gesurft bin und von dem ich dachte, dass er mir das Genick gebrochen hat. Wir gehen hier also heute rein. Bei sehr großen Wellen mit einer starken Periode. Das Wasser ist super stark in Bewegung und es gibt hier noch eine Besonderheit. Bei so großen Bedingungen ist hier eine super starke Strömung Strandrunde. Wenn ihr jetzt mal auf die Klippe hier rechts im Bild achtet, wo wir gerade reingehen, am Ende, von dort strömt das Wasser jetzt quasi den Strand runter und achtet mal drauf, ich lasse es einfach laufen für euch, nehme euch raus mit in den Paddle-Out, wie schnell wir hier jetzt gleich abgetrieben werden, während wir versuchen, dort durchzubrechen. Die Wellen an dem Tag schlagen gnadenlos ein. Die Periode war eine nicht besonders große, aber immerhin groß genug. Also über 13 Sekunden waren das an dem Tag noch, aber mit zwei Swells, die sich vermixen mit großen Perioden, relativ großen Perioden. Deswegen nonstop relativ starke Wellen, die reinknallen. Und beim Rauspaddeln macht sich das natürlich bemerkbar. Gerade an so einem Beachbreak, wo jetzt hier der Channel auch nicht unbedingt ersichtlich ist, sind wir ordentlich am Kämpfen. Nils ist mit am Start, vorne links, schafft es vielleicht schon eher raus. Mich hat sie abgeräumt, ich kann immer noch stehen. Und jetzt guck hinten die Klippe. Rechts, das sind direkt 150 Meter abgetrieben in, ja, vielleicht einer knappen Minute. Kann sogar sehen, wie das Wasser hier von rechts nach links strömt und ja, ich versuche jetzt einfach einen guten Weg rauszufinden, vielleicht eine kleine Pause zwischen den Sets abzuwarten oder zu nutzen und dann geht es richtig rein. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, hier überhaupt mal in tieferes Wasser zu kommen. Ja, wenn es so flach ist, dass man nicht mal mehr Duckdiven kann, dann hilft manchmal einfach nur so unter die Wellen drunter zu gehen, das Brett hinter sich durchzuziehen, um dann vielleicht die 2-3 Meter die Züge hinzukriegen, um dann tief genug zu sein und durch die nächsten wieder durchzuduckdiven. Dass ich hier meinen 7.0er Twin dabei habe mit über 40 Litern, hilft natürlich auch nicht unbedingt beim Duckdiven, gerade wenn die Wellen so stark sind. Wenn man es dann einmal geschafft hat, an den Channel ranzukommen oder den Channel zu finden, ihr seht, jetzt bin ich mittlerweile noch weiter weg, schon fast 300 Meter von der Klippe, ja, dann zieht es dann auch ordentlich ganz gut raus und jetzt ist es vermeintlich auch geschafft. Das denke ich zumindest, dass es jetzt geschafft ist. Bin eigentlich recht entspannt. Wir wollen auch direkt vor der Klippe surfen. Da hatten wir eine richtig gute Rechte gesehen. Ich denke auch, dass ich jetzt schon relativ weit rausgepaddelt war. Und werde aber jeden Moment von einem Set überrascht. Da hinten kann man es schon am Horizont wieder reinrollen sehen. Das natürlich deutlich größer ist als die anderen. Wie soll es auch anders sein? Guck mal, wo das Ding draußen anfängt zu brechen. Ich bin an dem Punkt schon wahrscheinlich 100 Meter rausgepaddelt. Und werde einfach komplett abgeräumt mit der fetten Planke. Keine Chance, da hier sauber zu duckdiven. Während Nils ohne allzu große Probleme es relativ schnell rausgeschafft hat und schon fast am Spot ist vorne. Nachdem wir so weit runtergetrieben wurden und der Spot heute in der Session als Rechte von der Klippe wegläuft, von der wir ja eigentlich ins Wasser gestartet waren, heißt es jetzt erstmal den ganzen Weg zurück zu paddeln. Und das auch ein Stück weit gegen die Strömung. Am Peak angekommen, habe ich Glück und erwischt direkt eine Setwelle. Völlig überrascht davon, wie gut und wie lange dieses Ding lief, surfe ich die erstmal bis zur Inside, ohne dran zu denken, dass das heißt,
jetzt alles wieder nach draußen durchpaddeln zu müssen und das ganze restliche Set im Nacken zu haben. Natürlich steckt jetzt in Runde 2 schon das ganze Gepaddel in den Knochen vom ersten Paddle-Out und dann vom abgetrieben werden und dem ersten Mal zum Peak hin paddeln. Da ich die erste Welle dann super schnell bekommen habe, war ich dann auch auf keinen Fall schon irgendwie wieder erholt. Und das Thema ist jetzt, ich versuche alles dran zu setzen, so schnell wie möglich wieder nach hinten rauszukommen. Es ist ein bisschen ein hoffnungsloses Unterfangen, weil jede Welle mit der Kraft, die die heute hatten, einen wieder ein bisschen zum Strand zurückzieht. Und es nicht lange dauert, bis ich dann letztendlich auch merke, dass ich schon wieder im hüfthohen Wasser auf dem Sand stehe, so wie jetzt hier. Da bleibt mir dann in dem Moment eigentlich nicht viel anderes übrig, als hier kurz abzubrechen, Kräfte neu zu sammeln, so gut es geht, in dem ganzen wilden Durcheinander und dann einmal einfach noch wieder komplett rauszugehen und den Paddle-Out nach ein bisschen Erholung neu zu starten, und zwar an der Stelle, wo vielleicht der Channel dann wieder ein bisschen gnädiger ist oder eine gute Setpause kommt. Genau das ist dann jetzt auch der Plan, insofern mich Poseidon hier erstmal aus dem Wasser rauslässt. Denn heute vergehen ja echt kaum ein paar Sekunden, wo man nicht direkt die nächste Welle auf den Kopf bekommt. Das Schöne ist, wir können einfach direkt zurück zum Peak springen, können wieder schön vor der Klippe sitzen, ohne den ganzen Paddle-Out jetzt nochmal mit durchmachen zu müssen. Und vor der Klippe heißt auch, dass es hier gewissermaßen einen Backwash gibt, weil natürlich die Wellen von der Klippe weg zurückgeworfen werden, reflektiert werden. Hier sieht man es auch, man paddelt genau auf die Klippe drauf zu. Vorne ist schon die nächste Welle aus dem Set. Hier sieht man sogar schon ein bisschen leichten Backwash, der einem entgegenkommt. Das Thema ist, wir sind komplett bei Low Tide reingegangen. Und bei Low Tide hier reinzugehen, heißt, dass der Backwash dann noch nicht ganz so stark ist, weil es vor der Klippe relativ flach ist. Aber je mehr Wasser aufläuft, desto ungehinderter und mit mehr Energie laufen die Wellen bis an die Klippe ran, werden reflektiert. Man hat dann natürlich einen stärkeren Backwash. Und der stärkere Backwash, der kann natürlich auf der einen Seite richtig Spaß machen, er kann aber auch super gefährlich sein oder beides gleichzeitig. Das sehen wir dann auch gleich in dem Clip, wenn die Tide noch ein bisschen höher kommt. Jetzt aber erstmal direkt rein in die nächste Welle und ins Edit. Freunde, die Tide ist inzwischen gestiegen und die Wellen haben auch nochmal eine Schippe draufgelegt und zusätzlich kommt jetzt der Backwash noch dazu. Das sind im Grunde nichts anderes als Wellen, die vom Strand wieder zurück aufs Meer rauslaufen und sich dann multiplizieren, wenn sie aufeinandertreffen. Ich hatte die GoPro mit Nils getauscht. Hier bin ich gerade auf einer Welle zu sehen. Da sieht man mal, ich bin ungefähr fast 2 Meter lang. Die Wellen hatten eine entsprechende Größe, wenn man mich da sieht. Und Nils auf seinem bunten Gibson-Board ist der Erste, der jetzt ordentlich vom Backwash abgeräumt werden wird. Schaut einfach mal genau hin, was passiert. In der Zeitlupe können wir es jetzt nochmal ganz gut sehen, was passiert ist. Achtet mal, was von der Klippe vorne zurückkommt. Eine Welle, die auf die nächste trifft, da schon einmal ordentlich explodiert und jetzt läuft sie direkt in Nils rein. Zack, keine Chance. Absolut zerstört und in die ultimative Waschmaschine. Für den Rest der Session ist das neue Normal. So sieht das Ganze bei einem anderen Surfer aus, der Glück hat und nicht komplett zerschmettert wurde, aber fast eingeholt worden ist. Nachdem wir da immer wieder auch Glück hatten, nichts gebrochen haben, vor allem die Bretter nicht, haben wir dann auch langsam die Session zu Ende gehen lassen.
Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, einen Kommentar, abonniert den Kanal, dann wachsen wir zusammen und ich kann euch auf viele weitere Sessions noch mitnehmen. Das ist die Unterstützung, die ich brauchen kann. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal, dann geht's wieder los und wir sehen uns. Macht's gut, bis bald.